Ja, Tach auch, da bin ich wieder. Endlich, nachdem er letzte Woche ausgefallen ist, sind wir wieder da. Und dann sage ich erstmal Prost in 'ne Runde. Guck mal, mein Bier schäumt. Was ist hier los? Hm, schlecht oder was? Ne, schmeckt gut. Also, ja, hallöchen, ein paar Leute sind da, aber ist auch verständlich, bei dem geilen Grillwetter da draußen, wahrscheinlich sind die meisten am Grill. Schon gesehen, die Jessie ist da, Oliver Seeger ist da, Markus ist da, der Christian ist da, Metzger Wasche ist natürlich da, Thorsten ist da, der Heiko, der Florian, Inge ist auch da. Hi, freut mich. Dann High Noon Barbecue, der Dirk, hallöchen. Wie gut, dass du zu Hause bist. Ja, dann der Dirk vom 1. FC Köln ist da. Der Tobi und ich glaube, dann haben wir auch alle, die hier schon was im Chat geschrieben haben, sind wir schon durch. Das war eine schnelle Runde. Genau, richtig, bin am Grillen. Das ist ja auch richtig so bei dem Wetter. Ne, also Leute, ja, bei uns war viel los, deswegen ist ja auch letzte Woche ausgefallen. Wir hatten viele Events, auf denen wir waren. Wir hatten zum Beispiel Grill in dem Mai bei Hofpföcker Ulf Kotte. Das war wirklich ein Erfolg, da war richtig was los. Boah, ich weiß nicht, wie viel Kilo Fleisch wir beim Grill geballert haben. Dann hatten wir noch ein Event mit der Freiwilligen Feuerwehr, mit dem wir gegrillt haben. Ja, also ich sag mal so, Fleisch habe ich jetzt schon ordentlich, wieder mal über den Öhr gejagt aufm Auto. War also richtig, richtig Action. Heute bin ich eigentlich ganz froh, ist ein Termin morgen in Augsburg ausgefallen, deswegen bin ich heute hier. Ähm, und sonst hätte ich mir nämlich auch wieder was überlegen müssen. Aber da sind wir, ne? Da sind wir. Ich habe wieder 3 Videos ausgesucht. Eins, was wir vor 2 Wochen, wo wir nicht mehr zugekommen sind. Hi, Anton. Ne, 2, wo wir nicht zuge ne, 1, wo wir nicht zugekommen sind, und zwar die Smoke Sherry Bourbon Ham noch irgendwas. Dann hat die Steffi mir wieder was rausgesucht, und zwar Bacon Wrapped Pickle Recipe. Also, irgendwelche Gurken mit Bacon, und ich bin gespannt. Das ist vom Postal Barbecue, der macht auf jeden Fall geile Bilder. Und dann auch wieder ein Kanal, den ich nicht kenne. Der letzte machen wir dann All About Beer Burger. Also Bier und Burger hört sich doch auf jeden Fall gut an. Hat übrigens auch die Steffi rausgesucht, ruft sie da gerade von hinten rein. Ja, ansonsten, ein paar Leute sind hier, deswegen für euch, vielleicht exklusive Info noch. Es wird eine neue Mittagsschicht geben, die ist am 24. Juni, und, da wisst ihr, ne, da wird von mittags bis abends gegrillt, deswegen auch Mittagsschicht mit mir. Karten gibt's auf meiner Website Biggernok-Barbecue zu kaufen, und jetzt sind wirklich nicht mehr viele Karten da. Also, schon, einige weggegangen, obwohl ich's noch gar nicht beworben habe. Ich glaube, ich habe es einmal in 'nem Video so 'n ganz bisschen nebenher erwähnt. Oh, das hat schon gereicht. Finde ich ja gut. Also, finde ich ja gut. Aber auf jeden Fall, ein paar Karten sind noch da. Wenn also einer von euch Bock hat, schaut später einfach mal drauf. So, und ich würde sagen, wir starten auch direkt mit dem ersten Video. Und zwar machen wir da dieses Smoked Cherry Bourbon Ham. Ich mache mich mal hier klein. Ich hoffe, der Sound ist in Ordnung. Und dann machen wir hier Vollbildmodus, und los geht die Bilderreise. What's up, guys? It's Steve. So we are Oh, officially ach, here der in Steve. holiday season. I know a lot of people are going to be cooking up some tasty turkeys. I'm more of a fan of ham. So what we're going to be doing today is a twice smoked ham. I picked up a pre-cooked ham. Ja, ja, ich sag mal so, das sieht ja schon mal gut aus, würde ich sagen, ne? Und, ja, das ist wahrscheinlich so, ich weiß gar nicht, ich glaube, man kann es wirklich so vergleichen, die Amis, die smoken ja auch so Kochschinken. Ich glaube, so was ist das. From Deswegen the ziehen wir uns store. We're das going to mal throw weiter it on a rein. Rectech, Auf jeden Fall sieht's hit it gut with some aus. smoke. I've got a cherry rub. I'm going to be making a cherry bourbon glaze, and I'm even using cherry pellets. So this thing's going to be awesome. The really cool thing about this cook is it's Oh, incredibly warte mal, da muss ich straightforward. mal, also, Salamin von uns auf jeden Fall beste Besserung, ne? Auf dass es dir schnell wieder gut geht. And simple. And we're gonna go ahead and get started. Do me a favor, if you like what you see here, hit me up with a subscribe. Ja, Andreas, Geburtstagsfeier vorbereitet, kenne ich. All right, so for So, today's also, der cook, bereitet hier sein I'm gonna Pellet be Grill using vor. these lumberjack 100% cherry Okay. hardwood pellets. Kirschholz. These are only about $8 for a 20-pound bag at Rural King.
Ja, ich bin So mal I love gespannt, these. They've Metzger, got ob's eine all kinds of Hinterachse ist flavors. oder So I ob's snagged up one of these ich cherries for glaube, this cook. tatsächlich We're just ist gonna so 'n go ahead Schinken, and da dump these stehen in our da wenn die hopper. Hem schreiben, die Amis, ich glaube, da stehen All die right, we're gonna drauf. go Ich glaube, ahead da and sind so 'n crank Kochschinken up our ist so. Stampede. And I'm gonna be running 250 today. Also auf 250 Grad. Ich habe, ne, ihr wisst's, wie immer, natürlich den Rechner nicht auf. Ich hole euch den rüber, aber ihr wisst ja hier, der ganz normale Windows-Rechner, ne? Da könnt ihr auch Temperaturen hier umrechnen. Und wenn er auf 250 geht, das ist ja hier Fahrenheit, sind das 121 Grad Celsius bei uns. Alles klar, also machen wir mal weiter. All right, so we're gonna go ahead and let this guy get preheated, start cranking out some smoke. All right, so I picked up this massive 10-pound shank and ham. This thing Ja, is absolutely gorgeous. ja, so. Okay, ich glaube, Metzger, wir haben beide recht. Oder was sagst du dazu? Das ist, glaube ich, obwohl das sieht doch mehr aus wie die Oberkeule, oder? Ne, ich würde sagen Oberkeule, aber hier, das ist so ganz klar die Farbe von einem Kochschinken, oder? Also für mich, also das sieht für mich aus wie ein Kochschinken. Und so in der Art, ne? So wird It was denke ich on mal sale sein, for like ne? $1.30 a pound, so Aber hier natürlich geil, nicht so eine gepresste Scheiße, sondern da siehst du, dass das Ding mal am Tier war. super cheap. And this is incredibly straightforward. All I'm gonna do is I'm gonna score the whole ham just a little bit. The idea there is so some of the rub and some of the cherry bourbon glaze can penetrate. I'm going to be using today some of the Simply Marvelous cherry rub. I've been using this rub. So what we're going to be doing today is a Wo bin ich twice. jetzt? Oh, sorry These Leute, ich habe are irgendwo only about draufgeklickt. shank in the whole ham just a little bit. The idea there. Okay, also er hat gesagt, ne, er wird da so ein paar Ritzen reinmachen, einfach damit das Gewürz, was er jetzt da drauf macht und der Rauch schön einziehen kann. Und er benutzt auch so ein Kirschgewürz. Ich denke, da Is so kannst du some of the tatsächlich auch nehmen, rub was dir schmeckt. and some of the cherry bourbon glaze can penetrate. I'm going to be using today some of the Simply Marvelous cherry rub. I've been using this rub for years now, and it's amazing. So we're going to go ahead and just very lightly start scoring this. I'm not trying to really make deep cuts into it. Okay, da And this is schreibt er all halt. we're going to do all the way around the ham. Ja, Armin, auch nochmal, ich lese hier so ein bisschen nebenher. Von uns auch wirklich gute Besserung. Seht zu, dass du ganz schnell wieder fit wirst, ne? And we're just continuing to work on the bottom side of this ham here. So this bottom side's got a lot more fat on Okay, it. also einmal And so I'm drumherum. going to be sitting this Hau das ham schön fat side down on the grill. I'm not going to be putting any Schnitzkies rub on the rein. side. Another thing lightly scoring this is going to do is just help a little bit more of that smoke flavor to get up in the meat. Okay, damit machst du auch Okay, nicht so we're going to gut, go wenn du ein ahead paar and I'm going to kind Schnitzkies of da reinmachst. pull this out just a little bit. Some of these little pieces like this rub So, jetzt nimmt er einen Rub und is ja, not okay, gonna massiert den halt schön ein. Ich meine, er sagt, jetzt ist stay ein on Cherry this Up. Das sieht ham mir so ein very bisschen well, aus, so als I'm wäre just auch really ordentlich kind of brauner putting it Zucker on this dabei. top side, Aber ich working denke, it da kannst du down als Rub into einfach those nehmen, little worauf cuts du I Bock made hast. just a little bit so it can get down Ja, there auf and jeden hit Fall the haut meat a das auch little schön in die bit. Ritzen rein, ne? We'll have a nice little cherry flavor on the outside here. And then I'm also going to turn it over Geht da auch to nochmal the ordentlich drauf. side where the meat is exposed and rub this down Schön nice. einreiben, richtig. Whew, oh my gosh, this is going to be so good. I think I will go ahead and just put a little bit on this back side too. Got the rub, why not use Also, it? Prost. So just like that, I wish you guys could smell this. If you've never used this Simply Marvelous cherry, you're missing out. They're not paying me to. Aber nur nochmal, das ist doch so ein das ist ein gekochter Schinken, das ist ein Kochschinken, oder? Das ist jetzt so ein, den wir uns auch beim Edeka an der Theke kaufen könnten, ne? Also okay, wahrscheinlich ohne Knochen, da kriegst du wahrscheinlich nur das Presszeug, obwohl ich habe auch schon mal einen Supermarkt gesehen, wo tatsächlich die Schinken hinten, die Kochschinken tatsächlich hingen. Say that, I promise. And go ahead and get a little bit more. Just kind of work that all in, just like that. And I may give it one more little topping when it hits the smoke. So the Stampede is cruising Okay, at das ist ja ein bisschen 250 einfach, now. ne? Ein paar Ritzen Got rein. some amazing cherry Aufgemacht. smoke. So, hier, ne?
Sag mal, Leute, da ist das Rost hier ein paar Mal, geschrubbt worden und da drunter, das ist Aroma. Aber ich sage mal so, das könnt ihr vielleicht jetzt wirklich mal sauber machen. Kicking. So we're gonna go ahead and get our gorgeous looking ham on here. You see I've already got Rein damit. the meat probe in there. And I did decide I'm gonna go ahead and just hit the top with another just kind of Da hauen wir noch mal hinten thick rein. Wir gucken gerade coating. ganz And what's gonna verwundert happen is an. it, Ich mache mal auf Pause, was ist los? Da drüben. Ja. Und ich finde, Okay, dann kann ich mich ja ein bisschen ich weiß lauter nicht, reden. es sagt sonst keiner was. Ja, sonst sagt keiner was. Vielleicht wollen die mich auch alle nicht hören. Alles Oh, klar. ich höre dich so. Ja, ja. Ich mach mich gleich ein bisschen lauter hier. as this rub heats up and starts to cook, those sugars are gonna break down, and I mean, check that out right there. It's just gonna form Ja, this genau, die Chicken, amazing ne? Dirk, den kannst du ja so schon essen. candy Und jetzt cherry gibt's ihm type noch mal ein glaze on the bisschen anderen outside Geschmack. of this meat. Okay, ich So, sag mal so, I'm gonna go ahead vom and let this start Video her, cruising. It's probably ich gonna meine, take das Einrubben jetzt oder das about Einstreichen mit dem 3.5, Rub, 4 das hätte hours man is my wahrscheinlich ein guess. bisschen kürzer machen. So we'll pick back up in a little bit. We're gonna go ahead Oh, and get oh, our jetzt kommt cherry aber. bourbon glaze mixed up here. It's nice and straightforward. We're gonna be using some molasses for our bourbon today. I'm gonna be using some Evan Williams single barrel. Of course, we need some cherry preserves. And then we've got a heavy pinch of cinnamon and a heavy pinch of cloves, ground cloves. And then Was for our sind denn ground aromatics, I'm cloves? using some chopped up sage and some chopped up thyme. So what I'm gonna Also, okay, gehen wir das mal durch. Molasse hat er, Melasse. Melasse hat er hier. Ah, da kannst du ja auch Zuckerrübensirup oder irgendwie sowas nehmen. Hat er hier Bourbon. Hier hat er irgendwie so ein paar Kirschen im Glas, wenn ich das richtig verstanden habe. Hier hat er auf jeden Fall Zimt. Dann noch was ich nicht verstanden habe. Hier ein paar Kräuter. gonna do is get this all in a mixing bowl real quick, and then we'll get it on some that? heat. All right, I've got a medium saucepan here. We're gonna go ahead and get this in here. Also jetzt kocht er das alles We're ein, gonna bring okay. this up to Der a ganze Alkohol simmer, raus. and the idea is we want to reduce this down till it starts breaking those cherries down, and then we'll be good to go. All right, this has been going 30 minutes. 30 I'm gonna go Minuten, ahead aber and guck mal, kill den the kocht er auch heat. It wirklich is richtig schön reduced fett ein down hier. quite a bit. Schon wirklich You'll notice that the sehr mega cherries, for the runter most part, reduziert. are still intact. So what I like to do is we're going to toss this in a blender because I want all those cherries nice and blended up into this glaze mixture. All right, and I've got this in my Vitamix Kleiner Tipp am Rande, danach sofort den Topf sauber machen, weil sonst hast du ein Problem mit dem Saubermachen. blender. Also jetzt mixt du das nochmal durch, damit die Kirschen auch alle richtig fein sind. Okay. And that's it. We're good to go. All right, you Dann can hat er see jetzt ein how Glaze. Geil. gorgeous this Schön dickflüssigen Glaze. cherry bourbon glaze looks. Ja, Oh glaub my ich gosh, I schon. wish you guys could Könnte smell geil this. sein. We're gonna go ahead and get outside and start glazing our ham. All right, so it has been 3.5 hours. The internal temp is getting close to 130. So I just about nailed the time on this when I said it was probably gonna be 3.5, 4 hours. So I'm gonna go ahead and start glazing up this bad boy. Okay. See Warte how mal, habt ihr gorgeous. jetzt, hat der Probably den gonna be schon 3.5, 4 hours, close to 130. So I just about nailed the time on this when I said it was probably gonna be 3.5, 4 hours. So I'm gonna go 3,5, ahead 4 and start. Stunden, aber warte mal. All right, so it has been 3.5 hours. The Ja, internal 3,5 temp is Stunden. getting close to 130. So I just about nailed the time on this when I said it was probably gonna be 3.5, 4 hours. So I'm gonna go ahead and start glazing up this 3,5 bad Stunden ist schon boy. amtlich. See how gorgeous Ja, aber er geht ja nur auf 120 Grad. that ham Meine is interne looking. Temperatur, And was this hat er is just gesagt, die gonna war take this next. 120. Die reden ja immer von Fahrenheit. 120 sind dann, ich auch einfach gerade mal die Hälfte nehmen. Es gab auch 50 Grad Kerntemperatur, ne? Also von daher 3,5 Stunden, nur 50 Grad Kerntemperatur? Hab das alles gar nicht so richtig. level. I'm gonna put an enormous coating on this.
Okay, der Just Glaze get sieht it echt all geil over this aus. gorgeous looking ham. I'm gonna come back when it's right around like 135 and hit it again. I just want this thing Also completely jetzt lässt er nochmal 10 saturated Grad den with its nachziehen cherry bourbon und dann will er da, glaze. glaube ich, nochmal eingläsen. Okay, er haut auch ordentlich Oh was my drauf. Aber ich gosh, I glaube, wish das you ist guys auch could richtig, smell richtig this. lecker. Also das sieht auf jeden Fall sehr appetitlich All right, so aus. our internal temp on this ham just hit 140. Look how gorgeous that guy is. There is absolutely Ja, das no sieht schon need geil aus. to Das sieht schon richtig to gut base aus. that again with our glaze. You can just see how amazingly sticky that glaze is. Ja. It's perfect. We're gonna go ahead and pull this off the rec tech, let it rest just a bit. And we're gonna pick back up Okay. in the kitchen, slice into this thing and take a look. Dann ab in die Küche All right, damit. so this Okay, also es sieht auf jeden amazing Fall, looking es sieht wirklich gut ham has aus. been resting for just a bit now. I can just smell all that cherry rub and cherry bourbon glaze Ja, mir coming läuft off this tatsächlich noch ein guy. bisschen Wasser im Mund We're just zusammen. gonna dig into this and take a look. Okay, jetzt Oh gucken wir mal my rein. gosh. Woo! Go ahead and cut off a nice little slice here. Look at that. Smells so good. Ich meine, von innen durch war er ja sowieso schon. We're gonna go Aber ahead gut, mit der and Kruste jetzt, try glaube this ich, out gibt das now. richtig geilen Geschmack. Ja, das muss ich mal All right, so we've ausprobieren. been sitting Das muss ich here wirklich mal ausprobieren. enjoying this amazing holiday ham. You want another piece? Ja. There you go. Ja, ja, wenn du immer so ein Get bisschen it. Kruste dann dabei hast und siehst, Got dass that deine one. Stücke immer so ein bisschen Kruste haben, dann flavor kriegst du, of glaube ich, auch the diesen cherry geilen bourbon Rub-Geschmack glaze mit. is Ja, just genau, da kleben die phenomenal. Finger schon beim Zugucken. Da hast It du goes recht. so well with ham. You guys definitely need to check this out. Auf jeden Fall geil. Also ich würde tatsächlich sagen, kann man mal Let me machen. know what you guys think about this if you try this. All right, Ja, guys, ich that glaube, is going to 3,5, wrap up 4 this cook. Stunden If ist you auch try echt this lange, out, oder? let me know in the comments how it turns out, or if you have any Endeffekt muss der questions. doch- I appreciate you. So, wir machen den mal wieder kleiner. Im Endeffekt muss der doch nur erhitzt werden. Also, dass der nach 3,5 Stunden erst auf 50 Grad war, krass. Frohe Weihnachten, schreibt einer. Schreibe ich auch. Alles klar. Na, ich abonniere ihn aber auf jeden Fall, weil Video ist auf jeden Fall eine Inspiration. Ich werde es auf jeden Fall, ich glaube, ich werde es mal probieren. Ich meine, vom Machen her ist er mega einfach, oder? Beri Ous. Oh, was schreibe ich denn hier? Ous. Greetings from Germany. Also, ne, also wir haben ihn jetzt mal, wir kommentieren natürlich alles, liken das auch, weil ich finde die Idee auch wirklich gut mit den Temperaturen, okay, aber da muss man dann mal testen. Also das würde ich, weil wenn der wirklich nach 3,5 Stunden erst 50 Grad Kerntemperatur hat, dann ist da auch noch nichts trocken. Ne, dann ist das dann, ich meine, was soll denn da austrocknen dann? Also von daher, Honey Baked Ham ist das Beste. Oh, Honey Baked, da ist wahrscheinlich dann so eine Honigwürzglasur drauf, ne? Vielleicht sogar noch ein bisschen mit gespritzt. Der Andreas schreibt grad, Honey Baked Ham ist der Beste oder ist das Beste. Ich habe es tatsächlich so noch nie gegessen, aber ich kann mir ganz gut vorstellen, du kriegst ja bei manchen Metzgern auch so Kochschinken, die so etwas anders geräuchert sind. Die haben dann meistens auch irgendwie so 'n Krustenrand, irgendwie so was. Und ich kann mir vorstellen, dass die ähnlich dann schmecken. Also, nach 3,5 Stunden ist auf jeden Fall da 'n bisschen Rauch reingezogen und, die Glaze am Ende konnte schön anziehen. Also, von daher schon ziemlich cool. Was sagt ihr? Nachmachenswert oder nicht? Schreibt mal in den Chat. Und ich trinke in der Zeit was. So, ich würde schon geräucherten Kochschinken nehmen, dann braucht man nur noch Gläsen. Zum Beispiel. Das ist au ne, das ist natürlich auch wieder so 'ne Sache. Das schreibt der Thorsten grade. Erhitzen und die Glaze anziehen. Fertig, genau. Da kleben die Finger schon, da war ich schon. Ja, so 'n paar machen das, ja, so 'n paar einer bisher, der sagt: „Ne, ist eher nicht so.“
bisher aber ansonsten alle schon ist ja, ist auf jeden Fall einfach. Also, holst dir so 'n Kochschinken hier irgendwie vom Metzger, machst 'n bisschen schneidest 'n paar Streifen rein, bisschen Gewürz drüber, gibst das Ding erst mal 2 Stunden irgendwo im Pelletsmoker, hast du auch keine Arbeit mit. Dann gläst du das Ding noch schön ein und dann schneidest du runter. Also, ist auf je und wahrscheinlich dann auch mega geil, wenn es dann wieder kalt ist, schneidest schöne dünne Scheiben und kannst es dir am nächsten Morgen aufs Brot legen. Also, ich sage mal so, die meisten schreiben hier, geben 'n Daumen hoch. Ja, auf jeden Fall, ist jetzt nicht das überragendste Video gewesen, aber auf jeden Fall 'ne gute Idee. Metzger schreibt, das Zigarren den Rauch kann bereits gegart nicht mehr einziehen. Nur noch also, ist nur noch äußerlich. Ja, dann braucht man eigentlich auch nicht so 'n Schüsseler Ding hier machen, oder? Dann kann man wirklich einfach nur glazen und fertig. Ja, ja, auf'm knusprigen Brötchen, geil, geil, geil. Also, ich werde es auf jeden Fall mal also, so heißen Kochschinken werden wir ausprobieren. Aber wie schon ich glaube, ich habe grade schon mal so mit einem Auge so wie Prager Schinken. Ich meine, ne, das ist ja auch irgendwie gepökelte Haxe, dann aber noch mal überm Feuer, ist ja auch einfach nur geil, ne? So, ich würde sagen, wir gucken mal, was wir hier als Nächstes haben. Und zwar wieder von dem, coolen Typen Postel Barbecue. Von dem gucke ich total gerne die Videos. Ich glaube, ich habe die nicht alle gesehen, weil das habe ich nämlich noch nicht gesehen. Das hat Steffi mir geschickt. Hier geht's um, how to make bacon wrapped pickles. Und ich sage jetzt schon, ich werde gleich mal die erste Minute direkt die Schnauze halten, weil ich weiß, der Typ macht geile Food-Porn-Intros. Das ist echt wie Werbung im Fernsehen. Also, ja, kann man einfach mal so sagen. Ansonsten, ja, Johnny schreibt auch, wäre eher nix für dich, okay. Ja, so manche stehen drauf, manche nicht, ne? Das ist halt das, was Geschmack ausmacht, ne? Einige essen Innereien, andere nicht. Einige mögen Oliven, andere nicht. Und ich habe jetzt echt 2 Beispiele genannt, die ich zum Beispiel nicht mag, aber ganz viele andere. Selbst meine Mama liebt Oliven, isst Innereien. Ich kann's damit jagen, ja. Es ist einfach nicht mein Fall. Okidoki. So, dann machen wir den mal hier in groß und mich in klein. Und jetzt halte ich mal mein Maul, weil jetzt werdet ihr hier ein bisschen Foodporn sehen. Ich hoffe, er macht's so wie immer. Also Hey, welcome back to Postal Barbecue. I'm Jabin Postal, geil, and oder? today at the grill, we're making some delicious bacon-wrapped pickles using the Camp Chef pellet grill. This recipe is smoky, tangy, and absolutely delicious, and I know you're gonna want to try it out for sure. So just like always, I'm gonna put all the show notes as well as a full recipe in the description box below for you, so make sure to click down there to see everything that you need for this cook. Also, if you like what we're doing on this channel, consider subscribing for more great barbecue recipes, tutorials, and reviews. Other than that, let's get into the cook. Alles klar. Also, ne, geil, oder? Also, ich finde, seine Intros versprechen schon immer, das geile Ergebnis. Ich bin gespannt, was er macht hier. Also, wie gesagt, er wird Gurken irgendwie mit Bacon umwickeln. Und, also, als ich in Amiland war, habe ich ja auch frittierte Gurken gegessen. Und ich kann nur sagen, das schmeckt einfach nur geil. Das ist wirklich eine geile Geschichte. Er hört sich zwar komisch an, aber es ist geil. So, und, ihn hier gucke ich sowieso gerne, also gucken wir mal, was er macht. As I said, welcome back to Postal Barbecue. I appreciate you being here. Today at the grill, we're making some Ich habe doch gar nicht so viel hier stehen, ne? Ja, dann ein paar, halt Gurken, ja, den Bacon. Hier sehe ich natürlich ein paar Rubs von ihm, na klar. Ne, hier hinten müssen wir gleich mal gucken, was er noch drauf delicious bacon wrapped pickles that are absolutely wonderful. These make for a great barbecue appetizer or even something to take to a feast or gathering sehen with aber friends gut and aus. family. And one of the things that I love about this recipe is that it's simple to do. It doesn't take a lot of time. And when you love pickles and bacon like I do, it makes for a great combination. ich And mag auch for this Gurken recipe, you're und, obviously going to need some bacon, Bacon. as well as some high quality pickles, and then all of the ingredients to make this spicy Was sind denn High Quality Pickles? Ist das so?
Also dann Güteklasse 1 oder deal was? of dipping sauce that we're going to use at the very end. Oh, er macht auch einen Let me Dip. show you how simple it is Okay. to prepare these bacon wrapped pickles. And so, like I said, I have these high quality pickles. These are High already quality speared pickles? for me. You Jetzt can bringen see wir- that Ach, guck they mal. are in quarters. Die kennen wir doch, oder? Ja. Leute, gib es beim Aldi. Die hat meine Mutter schon früher gekauft. Ohne Scheiß. Und ich habe die immer sehr, sehr gemocht. Also von mir aus schon mal ein Plus. Weil, ja, Ich wollte eigentlich eine Gurke. deine Gurken? Wie deine Gurken? Deine Uah, deine Gurken. Weil, Steffi, ja, wie heißen die nochmal? Sag mal, wie die heißen. Kleine original französische Cornichons isst die Steffi immer. Ey, die sind so sauer und salzig und Sauer, da nicht hast du. salzig, nicht Ach, salzig, hau ab jetzt. würzig. Die sind so sauer, da schmeckst du gar nichts mehr. Aber die hier, also ich würde mir ein Glas aus dem Aldi holen. Also, weil die weiß ich, die schmecken. Ja, sind auch diese so Viertel aufgeschnittenen, ne? Jetzt schreit die Jessie. Ihr beiden, ihr habt euch auch gesucht und gefunden, ne? Ich sag da nichts zu. Wir machen mal weiter. And we're going to grab a few of these out of the jar. All right, there we go. That should be enough for us today. And then to this, what we're going to do is I'm going to grab some bacon and we're going to begin to wrap these pickles in this bacon. And Also so to do einfach this is as simple die as Dinger grabbing dem the Bacon rum? bacon and beginning on the one side, just wrapping around. And I like to give a little bit of a tug on this bacon just to help secure it into place. Okay. There we go. Ja, also and then to haut er- secure our bacon, I am going to Ja, insert haut a hinten, ne, er haut noch toothpick just to Toothpick hier, make so einen sure that Zahnstocher bacon noch rein. doesn't come off. And so there's one done, and I'll go ahead. Also, und denkt dran, ne, wenn ihr was in Bacon einwickelt, wenn ihr den Bacon so einfach so auf den Tisch legt, wenn ihr ihn aus der Packung holt, dann hat der, sagen wir mal, 10 Zentimeter Länge. Sobald ihr anfangt zu wickeln, echt, ihr zieht den auf das Doppelte, weil der zieht sich. Den Bacon kannst du echt ordentlich ziehen. Man ist verwundert, wie lang so ein Bacon auf einmal wird. ahead and make a second one. So again, I'm going to grab our pickle as well as our bacon. Okay, also, I'm going to start on this das kriegen wir side. hin. Die länglichen Gurken mit Bacon einwickeln. Und Zahnstocher hinten dran Underneath, machen. and then just begin to wrap this pickle. Ja, geil. Von der Idee her, da ist mir ja auch mega saftig. Das bleibt ja saftig. I'll grab our Dann toothpick Bacon. and secure that through just like that. And so I'm going to go ahead and finish Wow. wrapping these pickles before we move on to our seasoning. Ja, okay. Jetzt, genau. It only took a few minutes to finish wrapping these pickles in that bacon. It's now time to season the outside of our bacon. And today I'm going Ja. to be using my original rub, which is going to go really great on the outside of this bacon. Okay, also er hat den Original Rub. Ich denke, so ein Allrounder. Ne, nehmt einfach da Because einen, of the der schmeckt. sugars that are in there, it's going to help caramelize and crisp up that Okay. bacon a little bit nicer. Habt ihr gehört? Guter Tipp. Achtet drauf, dass vielleicht ein bisschen Zucker drin ist. Oder wenn ihr einen Rub habt, der nicht so zuckerlastig ist, haut noch ein bisschen braunen Zucker rein. Ist ja kein. So ein fertiges Gewürz ist ja, muss nicht Endstadium sein. Ihr könnt da doch immer noch There pimpen. is, however, salt in this rub. So when I chose the bacon, I did make sure to get one that was reduced salt, knowing that the pickles are a bit salty as well as the rub. And so Ja, it's going okay. to balance itself Und als out. Tipp noch, wenn die Gurken halt salzig sind, solltest du vielleicht einen nehmen, der nicht so ein Rub, der nicht so mega salzig ist, weil dann könntest du schnell And so I'm übersalzen. going to go ahead and apply Okay, also er haut a jetzt einfach nice mal ein bisschen was coating von of seinem this Rub da drüber. barbecue rub to the outside of these pickles. Sieht auf jeden Fall gut aus. All Schön right, there we streufrei. go. And so you will notice that I only applied that barbecue rub to the top side of that bacon, and I find that that's all that you really need for this recipe. And so with everything all prepared, I'm going to go ahead and get the Camp Chef set to about 350 degrees. 350 oder ist ein bisschen mehr. Warte. Ich hole mal eben den Rechner wieder für uns. Celsius-Einheiten, also auf 180 Grad ungefähr heizt der hoch, also hier 176, ne? Ja, und dann gehen die da in den Smoker. Ja, 180 Grad brauchst du auch damit ehrlich schön, oh, da kannst du jetzt Smoke noch setzen. As I said, I did set up my pellet grill for cooking around 350 degrees. If you're not Interessantes Gerät, ne? Kannst 350 Grad
setzen, wie die interne Temperatur sein soll. Und dann kannst du ihm noch sagen, bei welcher Temperatur Rauch entstehen soll. Also für, die für wahrscheinlich so eine extra kleine Using a pellet Rauchkammer grill oder and you're so. using a kettle grill or offset cooker, set it up the same way you would for a 350-degree cook using the indirect cooking method. And so with our bacon wrapped pickles all prepared Aber er sagt auch, ist egal mit welchem Grill, Hauptsache halt die 180 Grad und and our indirekt. grill up to temperature, let's go ahead and get these onto the grill. Jetzt drauf damit. Ja, so, Gurken im Grill mit Bacon umwickelt. There we go. Close up that lid. Hört sich komisch And I'm gonna an, let this glaube cook ich, for ist about aber richtig 45 geil. minutes before I come back and check up on our bacon to see if it's as 45 crispy as Minuten, I sagt er. like. And while that's cooking, I'm going to go ahead and make my spicy dill dip. And you've seen me make this on the channel once before when I made those delicious dill pickle wings. It's the same recipe, just smaller portion because I don't need as much of it. Jetzt macht er noch irgendwie so einen geilen Dill-Dip. Und Dips finde ich immer gut. And so today I'm going to start with a half a cup of sour cream and place this into So, my Sour dish. Cream. Next I'm going to add in a cup. Übrigens, Sour Cream. Ich war ja letzte Woche, habe ich euch erzählt, war ja viel unterwegs. Habe unter anderem auch für die Spice-Bude gedreht. Und da haben wir auch Sour Cream gemacht. Und boah, die ist richtig lecker. Half a cup of mayonnaise. Dann einen halben Cup Mayonnaise, also gleicher Anteil Sour Cream, wir haben Next, Mayonnaise. I'm going to throw in about a third of a cup of pickle juice. And this is Okay, gonna add dann a little von bit of dem tang as well as Gurkenwasser ein bisschen reinforce mit. some of that dill pickle flavor. Next, I'm going to throw in about a tablespoon and a half or 2 tablespoons of chopped up dill. I'm going to place that in there as Geht Dill well. rein. I Okay. also have 2 cloves of minced garlic. Next, I'm going to add Dann in hier Knoblauch. just a pinch of salt. And then to Bisschen make it Salz. spicy, I'm going to be using some El Yucateco hot sauce. And Ah, go noch ein ahead bisschen and Hot make Sauce this as rein. spicy or as mild as you prefer. Oh, There we go. So I'm going to oh ja, mix die this wird, all die wird together. feurig. All right, that's thoroughly kenn mixed ich, together Inge, nicely. das And so I'm Rezept just going to von, go ahead and give it a quick taste to see if it's missing das Rezept anything Barbecue kenn or ich gar needs a nicht. little bit more heat with that hot sauce. Alles klar, Andreas. Dann schöne Grüße an deinen Sohnemann. It's got some nice heat. Und You can Vollgas, really würde ich sagen. taste Immer that schön tang from reinballern. that pickle juice as well as the dill and the garlic coming through really nicely. And this is going to really complement those bacon wrapped pickles Schneller, very glaube ich, nicely. So leckerer I'm Dip. going to place this off to the Aber side. Leute, generell, wenn ihr so Mayo, Sour Cream, dann Essig oder Gewürzgurkenwasser nehmt, das hat einfach schon immer, wird geil, glaubt's mir. Let them finish cooking. Our bacon wrapped pickles have been smoking away in the pellet grill for 45 minutes now, and it's at this point I want to open up the grill and just check up on our bacon to see how crispy it's become and to see if it needs a little bit more time. So let's take a look. Okay, 45 Minuten, You ordentlich. can see that it's still a little bit soft. I prefer mine to be a little bit more bite through, a little more crispy, and so I'm going to close Okay. up this lid again Aber er and sagt, continue reicht to ihm noch cook nicht. this for another 15 minutes or so Ich hätte to jetzt allow schon that mal bacon to einen. crisp up a little bit more to my liking. And at that point, we'll come back and take another look. Einen hätte man ja jetzt schon mal probieren können. Right, so it's been 60 minutes now since I first put our bacon Okay, er hat wrapped von pickles 45 into auf the 60 grill, Minuten and that hochgezogen. bacon should be where I prefer it to be. And so let's open the grill and take Ich a bin look. gespannt. All right, those look very nice. You can see that that bacon has picked up a little bit of color from our wood pellets, and these are cooked to my Bisschen. preference. And again, when you're doing Bisschen yours, anders make sure you cook it to your preference, whether it's a little bit less or a little bit more, and that's up to you. And so with these all done, I'm gonna remove them from the grill, and we'll get ready for Aber das the finde ich auch taste geil, das test. sagt er ja auch, ne? Aber drauf geschissen, macht einfach so, wie ihr da Bock drauf habt, ne? Also so, wie ihr den Bacon mögt. Ja, und das ist es schon. Geil, Foodporn. Danke fürs Video, Steffi.
So in just over 1 hour, these bacon wrapped pickles are all done and they look amazing. You can really see some of that color that's developed on that bacon from cooking in the pellet grill, and the aroma is absolutely wonderful. And so there's nothing left to do but give this a taste. I did go ahead and let them cool for about 10 minutes because these are piping hot on the inside. Oh ja, If you were das glaube ich auch. Durch diese Gurken, dass die jetzt richtig heiß sind, das glaube ich wohl auch. Deswegen sagt er, lass die da to noch mal just 10 take it off Minuten the liegen. grill and go for the taste test right away, you will burn Oh, your wisst mouth. ihr, And so ey, sowas let's go ist for mir the dann taste auch test and geil. see Du how machst they es are. einfach als Zeitbeilage und sagst keinem, dass da Gurken drin sind. Oh my Ich goodness, glaube, das kommt richtig gut. that is unreal. Ich glaube ihm das Guys, I'm not absolut. kidding. I've had some amazing barbecue appetizers over the years, and this one is near the top for sure. The flavor is incredible. Okay. You get the smokiness from Geil. the bacon. It's rich, it's delicious. Er sagt, eins seiner 4 beliebtesten Appetizers. Ne? Also ich And then glaube ihm it's das. cut with that delicious dill pickle just hiding inside that bacon. It's phenomenal. And so let's go ahead and grab another one and do a taste test with our spicy dill dip. Here we go. Oh my goodness. Wow. It's amazing. Geil. Oh my goodness. Boah, die mache ich auch mal. Die mache ich auch mal. You know, for me, this is one of those Von mir aus mache ich da auch appetizers mal ein or Video party mit, aber die foods mache ich that auch mal is so, gonna wenn blow Kumpels people kommen. away Dann lege ich die because einfach they mit probably dabei have never had something like und this sag before, gar and the nichts. Und dann bin ich flavor mal is out gespannt. of this world. It's so Ich delicious, glaube, especially when you pair it with die that werden alle sagen, was spicy ist das dill denn? dip that we made. Aber You bring im both of these Positiven, ne? together, and it is absolutely amazing. So if you've never tried these before, make sure to give them a try because you're not going to be disappointed. I need to go for another one and enjoy this amazing bacon wrapped pickle. So good. Geil. Sehr cool. Leute, was sagt er? Ich finde das, und vor allem, ich finde, Poste Barbecue macht mit die So that's how you besten make those Barbecue-Bilder. smoky and delicious Wirklich. bacon wrapped pickles for your next feast. You're gonna love it for sure. Hey, if you want to see more barbecue videos just like this one, make sure to hit that subscribe button as well as that notification bell. Also, special thank you to all my patrons out there Ich who hab help dich doch schon support this channel every subscribed. single week. Until next time, keep that fire lit and get cooking. Habe ich doch schon gemacht. Sehr, 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 sehr cool. Nee, also wirklich, ich mag den Kanal einfach mega, mega gerne, wisst ihr ja, ne? So, und dann muss ich auch wirklich I will try it in Germany. So, perfekt. Ja, was sagt ihr? Ist doch mal was anderes, oder? Das ist, also so als kleinen Appetizer, als kleines Seitengericht finde ich das geil. Und wer diese Gurken vom Aldi, ich sag jetzt immer Aldi, die kriegst du auch bei den anderen, aber diese länglichen Gurken. Oh, Steffen, danke. Steffen hat hier einen rausgehauen. Vielen, vielen Dank. Also, wenn du die, meine Frau haut ab. Okay, tschüss. Ja, dann ist sie halt weg. Ah, die brauchen wir jetzt auch nicht hier, ne? So, auf jeden Fall, ja, solche Ideen sind einfach mega. Also, weißt du, und es muss nicht immer das Fleisch sein. Also klar, Fleisch, da ist auch Bacon drum. Aber ich Danke. finde, genau sowas gehört auch auf den Grill. Und so überraschte deine Leute. So überraschte deine Leute. Richtig, richtig, richtig gut. Vielleicht sogar was für meine Mittagsschicht, so als Zeit-Tipp. Können sie alle zusammen machen. Können wir alle 2, 3 Gurken einlegen. Machen wir die auf den Smoker drauf. Ja, also ich find's geil. Ich find's wirklich geil. Und ich sehe gerade, sind auch noch ein paar Zuschauer dazu gekommen, ne? Cool. Also, Poste Barbecue, vielen, vielen Dank für dieses geile Video. Kommentiert habe ich schon. Oh, liken habe ich vergessen. Ist nachgeholt. Abonnieren geht nicht mehr, weil hast schon mein Abo. So, ich würde sagen, wir gehen auf Number 3. Ja, natürlich, da kann man nur Aldi dem Support geben. Das ist so. Die haben die schon vor 100 Jahren gehabt, diese länglichen Gurken. Da habe ich die noch nirgendwo anders bekommen. Da hat meine Mutter die schon geholt. Und mein Bierchen geht heute aber auch schnell leer. So, ich habe jetzt hier noch ein Video. Da habe ich noch gar nicht reingeguckt. Also ich weiß auch nicht, was das für Bilder sind. Gar nichts. Ich kenne nur den Titel.
Und zwar ist der All About the Beer Burger. Also alles über den Bierburger. Und Bier und Burger kann ja jetzt mal nicht so schlecht sein, oder? Ich würde sagen, ziehen wir uns auch noch rein. Und dann gucken wir mal. Warte, so. Kinomodus. Vollbild. Und Hey Vollgas. there, welcome back. On this video, it's all about the beer burger. So let's get Ich bin going. gespannt. Oh, geil. Gutes Logo auf jeden Fall. All right, so I wanted to take several different beers and incorporate it into some, not necessarily the burger itself, but into the dressing, like the mayo and make a onion jam. So that's exactly what we're doing. We're making a bacon beer onion jam along with a hoppy mayo. Okay. Eine Bacon Beer Onion Jam. Also so Bacon geil, Bier geil, Zwiebel geil. Und daraus so eine Marmelade zu machen. Ich bin sehr So gespannt. the first thing we got to do is we got to make our bacon beer onion jam. And this is actually pretty simple. It does take a little bit of time, but I started out with a pound of bacon that I Okay, er sagt super einfach, aber braucht er Zeit. diced Aber geil. up, threw it in a hot pan, got that nice and brown, then I scooped that off to the side. Okay, also er hat jetzt erstmal ordentlich Bacon, lässt er hier I aus, left ne? about 2 tablespoons. Das darfst du nicht zu heiß bacon, machen, aber da siehst drippings in du, there. Then I got about 4 yellow dann onions kommen that I Zwiebeln thinly dazu. sliced. Sehr I geil. used a mandolin. You can do it by hand. You can do it chopped. It doesn't really matter. We're gonna blend this later. Saute that into the bacon drippings along with some garlic and some cayenne. Okay, bisschen And I wanted Knoblauch this haut da kind rein. of spicy. So we let that get down translucent, and then Ja, we ein added bisschen some brown Reinpfeffer. sugar, some maple Brown syrup, Sugar. and Das ist wieder, und hier seht, ihr habt da wieder gesehen, ne? Das ist wieder, also das sieht jetzt hier komisch aus, das ist dieser Turbinado-Zucker oder wie der heißt. Das ist brauner Zucker mit einem höheren Feuchtigkeitsgehalt, haben wir schon gelernt. Also von daher, braunen Zucker könnt ihr genauso nehmen, ne? Und was macht er jetzt noch rein? sugar, some maple syrup, and Dann hier so, about 12 ounces of this Carl Ahornsirup. Strauss Wrecked Alley Imperial Stout. And we dann just let ein that schönes dunkles all Stout, just reduce down So- for so- about so ein another 10-15 minutes so those nice and thick. dunkles Bier. I Ah, den Bacon, das habe ich gerade gar nicht gesehen. Den Bacon hat er rausgenommen, da war nur noch der Baconsaft, der Baconfett drin. Und jetzt gibt er den Bacon auch wieder dazu. went ahead because I didn't want to scratch my my nice pan. I transferred it to a stainless steel bowl and I used my hand blender and I just pulsed it and got it nice and chunky like okay. like a chutney almost. And that was it. Und nachdem es ein bisschen eingekocht ist, Nice Geht and er jetzt mit simple, dem- nice sweet, hier, wie heißt das? Hier, get that Pürierstab stout einmal drüber. flavor, and that definitely get that bacon. Just put that aside. Our next step was to make the mayonnaise, and it's extremely simple to make mayo. I mean, it's really simple. Okay, also jetzt hat er diese Bier-Bacon-Jam gemacht und jetzt will er Mayo noch selber machen und sagt auch, die ist so einfach. Ganz ehrlich, ich glaube, ich habe erst einmal Mayo selber hochgezogen, aber ist ja wirklich You so can do all einfach. kinds of flavors, but this we're going to use a hop beer. And for this one, I did Sierra Nevada's fantastic Haze Imperial IPA. I wanted a lot of citrus notes to it. So this has some mango and some other Okay. citrusy flavors to it that I really like. Irgendein Bier mit So we put about Mango-Geschmack hat er 3 jetzt, egg okay. yolks in a, Sierra Nevada in a Haze? mixing cup with Imperial about, IPA I Sierra started out Nevada with a Brewing. tablespoon and a Ja, keine Ahnung. Also jetzt hier 3 Eigelber da half of the reingemacht. beer, but I added about another tablespoon, so maybe 2.5 tablespoons. I really wanted that hoppiness to come through, and some white vinegar and about three-quarters cup of Bisschen canola weißen oil. Essig, weil er jetzt Again, gerade nur with my so stick wenig von blender, dem Bier. use a blender. Und jetzt Just zieht went er in there and einfach ein kicked it bisschen on Öl and just drüber sort und of jetzt wird es pulled that einfach oil up, hochgezogen. and it makes a mayo. Nice and simple. Add a little salt, some pepper. Ja, you're bisschen set. Salz, You got Pfeffer noch that in the dazu. fridge chilling out. So Und now dann on hast to du the deine burger Mayo. part. So I got my Weber heated up. Okay, da hat er aber got wirklich my nur charcoal, ganz I should mini be nice viel and heat, Bier nice and hot. reingemacht, habt ihr I'm gonna go ahead gesehen. and get that charcoal off to one side. Ja, okay, eine schöne And for our Kugel. skillet, Aber, I'm gonna be oh, using er my hat eine big Plansche boy, drauf. Okay. 1/4 inch stainless plate here. Not stainless steel, I'm Auch sorry. eine geile Platte, Steel ne? plate that I made this myself.
It's just a 1/4 inch by 21 1/4 plate. Had it cut. I welded, or I tried to weld some handles onto it. It's holding. Not pretty welds, but they're there. Okay, And I drilled some holes on this side to allow. sagt er, das finde ich ja sympathisch. Er sagt, er hat die Griffe selber dann gemacht. Die halten zwar, aber ist halt nicht so wirklich some geil. of the heat to get out. So we'll get this heated up. All right, our griddle should be nice and hot. Got a nice ground patty here. This is made with tri-tip, actually. Just some Okay, ground jetzt tri-tip. nimmt er sich einen Patty. Salt and pepper. Ja. Wenig Fettanteil habe ich gerade gesehen. Also ich präferiere da mehr Fettanteil. Alles klar. Obwohl doch ist auch nicht drin. Das sah nur gerade so in der Kamera so aus. Ja, okay. Ne? Burger Patty schön braten. Ihr wisst ja, Burger Patty brauchst du nur einmal wenden. Flip. We'll go ahead and top this with some cheddar Dann ein bisschen cheese. Käse direkt drauf. We'll let that finish cooking. In the meantime, I got some crostini type rolls here. Okay, Using Buns, rolls you ne? like, Ja, ich meine, er hat die Jam, er hat die Mayo, mehr braucht er nicht, ne? Ein bisschen Bacon vielleicht noch. brain fart. Brioche buns, one of my favorites. Potato buns, again, one of my favorites. Kaiser rolls, really great. But let's go ahead and get these on. Ah, ich liebe das ja. Also Also auch got als some kleinen Tipp bacon immer ein bisschen that Butter I already drunter machen. cooked, but I'm just gonna go ahead and just. Ah, guck mal, ja, da hat er noch ein warmed bisschen up. Bacon, ne? Burger's almost done. I'm gonna go ahead and cover it, and I'm gonna steam it with some of our imperial stout. Ah, okay. Ah, das ist ein guter Tipp. Wenn du eh so einen Bierburger machst, jetzt gibt es da so ein bisschen Bier daneben, das verdampft ja sofort und dann macht er eine Glosche drauf. Dann zerfließt der Käse und natürlich der Bierdampf, nenne ich ihn jetzt mal. Ich glaube schon, dass der ein bisschen Aroma A little bit of abgibt. beer. Ja? Und Glosche drauf. Get that covered. Ist der Käse mega zerlaufen. Ja, so, ja, das We war got our ganz bottom cool. bun, nice and toasty. I'm gonna hit it with some of that hoppy mayo. Okay, die Mayo drauf. Und ich die jetzt ein bisschen sehr dünn fand. So, Get our Burger on drauf. there. Dann der Jam Some drauf. of that bacon onion stout jam or chutney or however you want to call it. This stuff is also great on sandwiches. You make yourself a nice turkey club. Und das will ich mal ausprobieren. Das ist ja auch schnell gemacht. Also, was heißt schnell gemacht? Can't go wrong. Ist aber einfach. Das kannst du schön nebenher mal Bacon. machen. Den Bacon noch drauf und dann ist das Ding noch fertig. Mehr Salat braucht er nie drauf. Bacon ist genug Salat. Done. Go ahead and top that bad boy off. All about a beer burger. We got Sehr the, geil. The hoppy mayo, that stout chutney, that onion chutney. And then we Also sieht das steam that beer a super little geil bit aus, with, oder? with that Ja, stout schön, dass du as da well bist. to Sehe gerade, help musst get das it länger cooked arbeiten. and Ja, infuse some of that beer schade. flavor into it. Wir sind gleich schon Give this durch. bad boy a bite. Jetzt haben wir gerade einen Bierburger und finde ich geil. Smells Also incredible, and it's dripping all over me. die Videos, die ich heute, die 3 Videos, die könnte ich eigentlich 1:1 so gerne mal nachmachen. Irgendwie hätte ich auf alle 3 Bock. All right, let's see if I can explain this. That, do I got it all over myself? Ja, ich weiß, wenn du einen Bart hast, versaust That die immer. beer and onion jam or chutney. I guess I don't know what they call it, a spread, jam, chutney. You get the sweetness of the onions, then you get the bacon, and then you get that bitterness, a little bit of bitter, the beer. You get that essence of the beer. The mayo is creamy. Genau, nochmal guten Tipp vom Metzger, den er hier reinwirft. Die Mayo war so dünn, weil er keinen Senf als Emulgator reingemacht hat. Ich wusste gerade, irgendwas fehlt da noch. Ich bin aber nicht drauf gekommen. Gut, dass du es jetzt sagst. But it's light. I probably could use a little bit more beer in that one. Put a little bit more of that hazy IPA, a little citrus flavor. But this thing's dripping all over me. It's incredible. You guys are glad to give it a try. Okay. I'm gonna start trying to incorporate beer in a lot of my dishes because I think it really. Bierburger really finde ich beefs up the gut. Und flavor a ich lot. finde, hier macht es wirklich auch mal Sinn. Er This is hat my, wirklich eine all about Bier-Bacon-Jam Bier Burger. gemacht oder You guys Bier-Bacon give it a try. Chutney. I'll see you Dann guys hat er next time. eine Thanks for watching. Bier-Mayo gemacht, wo er ein bisschen zu wenig Bier reingemacht hat, hat er jetzt am Ende auch gesagt. Ja, und geil.
Ja, sehr cool, sehr cool. War aber jetzt plötzlich zu Ende. Hättest du mal noch mal reinbeißen können. Also, auf jeden Fall wirst du abonniert. Du bekommst natürlich auch ein Like und das wird auch kommentiert. We'll give it a try in Germany. Great. Grad. Ade, zack, zack, zack. Ja, jetzt, wo ich hier Englisch schreibe, ähm, ich habe euch ja vor 2 Wochen vor 2 Wochen oder vor 3 Wochen schon mal so angedeutet, dass bald auch wieder also, so wie es aussieht, geht's mit mir auch wieder nach Amerika. Das Allergeilste, was ich jetzt offiziell oder öffentlich verkünden kann, bin ich auch 'n bisschen stolz drauf, muss ich ehrlich sagen. Ich habe tatsächlich 'n USA, Visum bekommen, also 'n Journalistenvisum. Ich bin, ich darf da jetzt, arbeiten in Amerika. Finde ich geil. Und da freue ich mich sehr drauf, weil wir da vielleicht 'n bisschen was vorhaben. Aber das sind Projekte für die nächsten Jahre. Also, da wird jetzt nix nächsten Monat passieren oder so, obwohl ich vielleicht im Juli schon einmal rüberfliege. Aber, geil. Metzger, ne, leider noch nicht. Wir wollten ein Gewürz, aber die letzten 1,5 Wochen, die waren so voll bei uns mit Terminen. Wir haben ja auch gar nicht nebenher für uns gegrillt, sonst hätte ich's schon getestet. Ich habe es hier stehen im Gewürzschrank ganz vorne und ich habe gesagt, das machen wir nächstes Mal auf jeden Fall mal, ans Fleisch. Wird aber jetzt ganz zeitnah passieren. Ja, auch hier noch mal Dankeschön, Jessie. Danke, danke. Ja, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Und, ja, mit dem Visum ist natürlich geil, ne? Da hast du halt um einiges einfacher, da auch zu arbeiten. Das ist halt das, ne? Das ist halt auch selbst wenn ich da mit Kabel 1 Sachen drehe, ist das ja Arbeit. Du arbeitest ja dann im Land, auch wenn du hier bezahlt wirst. Also, das ist so Grauzone. Und jetzt kann ich alles offiziell volle Pulle. Ich freue mich. Ja, Leute, eine Stunde ist rum. Wir haben 3 Videos geguckt. Ich fand die Videos alle sehr geil. Also, auf jeden Fall inspirationsgeil. Das erste, diesen, Sherry Bourbon Ham, den wir da gesehen haben, den würde ich wahrscheinlich 'n bisschen anders machen. Ich werde gucken, dass der nicht so lange im Smoker braucht. Irgendwie vielleicht 'n bisschen Temperatur höher. Ich würde dem auch nur 'n Glaze geben, damit's halt lecker wird. Die Bacon Wrapped Pickles werde ich auf jeden Fall nachmachen, hundertprozentig, und die werde ich, meinen, Kumpels unterjubeln. Und hier den Bierburger, auch geil. So 'ne Bier-Bacon-Jam, warum nicht? Einfach mal machen. Ja, Leute, das war's schon im Endeffekt. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt wieder am Wochenende zu dem Video. Ja, ich habe hier noch 'n neuen Grill stehen. Ich weiß noch nicht, ob ich den noch auspacke und mit dem mal was mache. Ich überlege mir da noch. Und, oder ich mache wieder 'n Longjob oder ich mache beides. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich selbst auch überraschen. Okay, und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder morgen wieder. Vista Short hier auf Insta. Wochenende wieder Video. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder hier live auf YouTube auf meinem Kanal. Ich freue mich sehr auf euch. Also, bis demnächst und danke fürs Zugucken. Hat mir Spaß gemacht.